Erstmal Servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir backen dieses Mal Brötchen. Ganz besondere Brötchen, und zwar Joghurtbrötchen. Und für diese Brötchen geben wir Hefe in Wasser rein und ein bisschen Zucker und lassen das für ein paar Minuten lang stehen. Dann nehmen wir uns eine Rührschüssel zur Brust, geben dort das Mehl hinein und Salz und verrühren das Ganze kurz durch, damit sich das Salz einfach besser verteilt. Anschließend geben wir das Wasser mit der Hefe hinzu und den Joghurt. Eine weitere außergewöhnliche Zutat ist das Öl. Das kommt gleich danach hinzu. Es sollte natürlich geschmacksneutrales Öl sein. Olivenöl passt da so nicht so gut dazu. Gleich danach kneten wir dann das Gemisch durch, damit da ein schöner homogener Teig entsteht. Wir brauchen anschließend ein bisschen Geduld, weil für mehrere Stunden lassen wir das Ganze dann gehen. Wenn sich das Volumen verdoppelt hat wie hier, geht's weiter. Anschließend bemehlen wir die Arbeitsfläche, weil der Teig da drauf kommt. Denn wir müssen ihn ein paar Mal zusammenfalten, bevor wir dann ihn zu einer Rolle formen, und aus der Rolle stechen wir dann die Teiglinge ab. Aus diesem Teig steche ich dann 6 Teiglinge ab. Natürlich könnt ihr daraus mehr machen. Das liegt ganz an euch. Aber ich stehe halt einfach auf große Brötchen. Die Teiglinge nehme ich nochmal in die Hand und ziehe den Teig auseinander und stopfe ihn unten wieder rein. Das mache ich ein paar Mal. So wird er gezogen und kriegt eine Spannung. Die so bearbeiteten Teiglinge lege ich auf ein Gitter und lasse das Ganze nochmal für 30 Minuten lang gehen. Ich decke die Teiglinge aber jetzt nicht ab, sondern ich gebe eine Form drüber. Unter dieser Form gehen die ebenfalls so richtig wunderschön auf. Ach ja, und die runde Form ist einfach die bevorzugte Form für meine Brötchen. Damit sie nachher noch ein bisschen besser aussehen, schneide ich die Brötchen ein. Und damit sie schön saftig bleiben, besprühe ich sie mit Wasser, bevor sie in den Ofen kommen. Weil den haben wir schon auf 220 Grad vorgeheizt und in diesem bleiben sie für 20 Minuten. Kurz vor Schluss besprühe ich dann die Brötchen nochmal, damit sie einen schönen Glanz bekommen. Aber jetzt ist es soweit, wir holen die Brötchen raus. Und dann können wir mal nachschauen, wie es aussieht. Da reißen wir einfach mal jetzt ein Brötchen auseinander und ihr seht, wie schön luftig das Brötchen geworden ist. Also backt doch einfach diese luftigen und saftigen Brötchen nach. Es lohnt sich wirklich. Und berichtet mir. Bis dahin sage ich, bleibt am Ball, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal.